Heute möchten wir mit euch über die Grundbegriffe von diesem Produkt sprechen. Was ist denn das, Olli? Ja, das ist halt, eigentlich kann man es recht gut erkennen, unser Stabgeflechtband. Und dieses Stabgeflechtband, das besteht halt aus einzelnen gebogenen Drahtstäben. Genau, da haben wir mal einen davon. Und diese werden alle zusammengeflochten, Stab für Stab. Und irgendwann hat man da mal ein Stabgeflechtband zusammen. Das Stabgeflechtband kann 5 Meter lang sein, es kann 25 Meter lang sein, je nachdem, was man nun gerade so benötigt. Genau, und da gibt es nun so einige ganz spezielle Begriffe, die wir halt verwenden. Und das wäre total toll, wenn man sich da halt gleich verstehen würde. In dem Sinne, kannst du vielleicht mal sagen, was für einzelne Teile da in diesem Stabgeflechtband so drin sind? Gerne. Also, wie Olli schon erklärt hat, besteht das Band aus verschiedenen einzelnen Stäben. Stäbe sind unterteilt in Maschen. Das Band hat 3 einzelne Maschen, die wir hier sehen. Und diese Maschen sind getrennt von den Biegungen. Dann kann man noch ganz gut die Teilung erkennen bei dem Band. Die Teilung ist der Abstand zwischen den Stabmitten jeweils. Das ist die sogenannte Teilung. Genau, die verläuft ja immer in Laufrichtung. Und diese Teilung ist ja eigentlich das, was nachher so das beeinflusst, den Eingriff in den Zahnkranz, also sprich in das Antriebsrad von diesem Stabgeflechtband. Also das ist somit eins der ganz wichtigen Maße, glaube ich, an diesem Stabgeflechtband. Ne? Genau, also das muss definitiv auf die Antriebszahnkränze abgestimmt sein, sonst kommt es da zu Problemen beim Antrieb. Was wir hier noch sehen bei diesem Stabgeflechtband, das hat auch jedes Stabgeflechtband, sind die Abschlussösen. Und diese Abschlussösen geben gleichzeitig auch die Laufrichtung vor. Olli, vielleicht kannst du mal kurz erklären, in welche Richtung dieses Band läuft. Also dieses Stabgeflechtband würde auf jeden Fall in die Richtung laufen müssen, weil in die Richtung im Endeffekt diese Abschlussösen geschlossen sind. Das ist dafür gedacht, dass sollte es versehentlicherweise mal andersrum eingebaut werden und irgendwas an der Anlage steht halt hoch, dann könnte so ein Haken, der könnte sich da drin verfangen und dann könnte das ganze Band an der Seite zum Beispiel kaputt gehen. Das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend immer in die Laufrichtung geschlossene Seite der Abschlussöse. Genau. Und eine Sache, die wir hier im Produktmanagement auch häufig sehen, wenn es zu Problemen mit Stabgeflechtbändern kommt, ist, dass diese einfach verkehrt rum montiert werden. Und das passiert schneller, als man denkt, gerade wenn man sich mit dem Thema noch nicht so gut auskennt. Und deswegen, also diese Stabgeflechtbänder, die haben eine Tragseite und eine Laufseite. Und um die zu unterscheiden, gibt es einen ganz einfachen Trick. Man füllt rüber. Dort, wo das Band eine schöne glatte Fläche bildet, das ist die Tragseite. Und auf der Rückseite, der Laufseite, sieht man die einzelnen Biegungen, die nach oben stehen. Und da wird einem dann auch relativ schnell deutlich, dass das nur die Laufseite sein kann. Exakt. Ja, dann gibt es noch eine Besonderheit. Bei einigen Stabgeflechtbändern gibt es auch noch so eine sogenannte Zahnradkante. So heißt halt diese Vokabel. Soll jetzt nicht dazu führen, dass man sagt, da drin treibe ich jetzt ein Zahnrad drin an. So ist das nicht gedacht. Diese Zahnradkante ist eigentlich nur eine kleine Masche, die das ganze Band im Seitenbereich etwas verstärken soll. Dafür ist das gedacht. Ja, so jetzt gibt es natürlich, jetzt haben wir euch ganz viele kleine, süße Stabgeflechtbänder gezeigt. Wir haben natürlich auch noch viel breitere, also das hier ist jetzt zum Beispiel gerade mal 1,30 Meter. Wir können aber auch bis zu 7 Meter breite Stabgeflechtbänder herstellen. Das ist kein Problem. Die gibt es halt in verschiedenen Drahtdurchmessern. Fängt bei 0,9 mm an, geht hoch bis auf 2,8 mm. Also da haben wir doch eine recht große Bandbreite, die wir da anbieten können. Wir hoffen, euch hat das heutige Video zum Thema Grundlagen der Stabgeflechtbänder gefallen. Falls ihr mehr über die Anwendungsbereiche erfahren wollt, klickt hier, um unser nächstes Video zu sehen. Oben rechts in der Ecke haben wir euch nochmal unsere Playlist verlinkt, in der wir in regelmäßigen Abständen neue Videos hochladen. Und hoffentlich bis bald. Bis bald.